Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute habe ich ein spannendes und informatives Video für euch, in dem wir über 10 Dinge sprechen werden, die man in Kuba besser vermeiden sollte. Wenn ihr plant, Kuba zu bereisen oder einfach nur mehr über dieses faszinierende Land erfahren möchtet, dann bleibt dran. An erster Stelle steht, vermeidet politische Diskussionen in der Öffentlichkeit. In Kuba ist das Thema Politik sehr sensibel zu betrachten, daher ist es ratsam, politische Gespräche zu vermeiden, um unangenehme oder aber auch unvorhersehbare Folgen für einen selbst zu verhindern. Nummer 2 auf unserer Liste: Respektiert die kubanische Kultur und die Einheimischen. Vermeidet jegliches respektloses Verhalten oder unhöfliche Gesten. Es gibt immer wieder Personen, bei denen man sich fragen könnte, warum sie überhaupt nach Kuba reisen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Lächeln und Höflichkeit öffnet viele Türen. Punkt 3 ist besonders wichtig. Der Konsum von Drogen ist in Kuba illegal und wird streng bestraft. Vermeidet jegliche Aktivitäten im Zusammenhang mit illegalen Drogen. Auch als Tourist, der in Kuba normalerweise, als Einhorn gilt, muss mit entsprechenden Folgen rechnen. Nummer 4 auf unserer Liste: Engagiert euch nicht in sexuellen Tourismus oder Prostitutionsaktivitäten. Der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen ist in Kuba illegal und wird streng verfolgt. Wie oft sieht man ältere Männer mit sehr, sehr, sehr jungen Frauen in Kuba. Ich finde es persönlich sehr schade, dass Kuba von einigen Personen als Sextourismusland gesehen wird. Damit haben ja auch Länder wie Thailand zu kämpfen, obwohl diese Länder noch so viel mehr zu bieten haben. Der weiße, reiche, ältere Mann mit seiner Finanzspritze hilft in Kuba. Ja, sicherlich eine Auslegungssache, wo sexueller Missbrauch losgeht, aber für mich genau an dieser Stelle, in der die Kubanerin oder aber auch der Kubaner aus rein finanziellen Gründen, um zu überleben, auf solche Angebote eingeht. Kommen wir mal zu Punkt 5. Berührt oder stört keine wild lebenden Tiere. Kubas Tierwelt verdient unseren Schutz, also lasst sie in Ruhe und beobachtet sie aus sicherer Entfernung. Punkt 6 betrifft Souvenirs und ergänzt den 5. Punkt. Kauft keine illegalen Souvenirs oder Produkte aus geschützten oder bedrohten Arten. Respektiert die Umwelt und die Gesetze. Bevor wir uns den nächsten Punkt anschauen, möchte ich an dieser Stelle Werbung in eigener Sache machen. Ihr wisst ich vertreibe mit meinem Geschäftspartner Mike Vaupel unter dem Namen Der letzte Westkubaner kubanischen Kubita-Kaffee. Wir sind nun frisch gestartet und haben nun auch die Bohnenvariante im Sortiment. An dieser Stelle möchte ich euch einfach mal die Varianten, die wir haben, noch einmal vorstellen. Wir haben den gemahlenen Kaffee in der hellen Röstung und den gemahlenen Kaffee in der dunklen Röstung zu je 460 Gramm und zusätzlich nun auch die 1 Kilo Variante in Bohnen. Ganz frisch im Sortiment. Wenn ihr Interesse an kubanischen Kaffee habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an derletztewestkubaner@gmail.com. Wir freuen uns auf eure Mails. Machen wir mit Nummer 7 weiter. Bucht keine nicht autorisierten Unterkünfte. Achtet darauf, dass es offizielle Casa Particulares oder Hotels sind, um euren Aufenthalt angenehm und legal zu gestalten. Bei den Casas gibt es den blauen Anker als offizielles Logo und eure Personaldaten werden aufgenommen. Passiert das nicht oder ihr seht nirgends den blauen Anker, dann sucht lieber weiter. Punkt 8 handelt von Fotografie. Fotografiert keine Menschen ohne ihre Zustimmung. Seid höflich und respektvoll, wenn ihr Fotos von Einheimischen machen möchtet. Ansonsten ist es auch wichtig zu wissen, dass Fotografien von uniformierten Personen zu unterlassen sind. Nummer 9. Tragt angemessene Kleidung und verhaltet euch respektvoll in religiösen Stätten.
Kubanische Religionen sind ja ein wichtiger Teil der Kultur, also respektiert deren Traditionen. Ihr merkt schon, Respekt ist ein großes Thema und eigentlich sollte es gar kein Thema sein. Aber in der heutigen Zeit ist der Umgang miteinander oftmals weniger respektvoll, als es sein sollte. Zuletzt, aber nicht weniger wichtig, Punkt 10. Trinkt kein Leitungswasser. In Kuba ist das Leitungswasser nicht sehr trinkbar, sage ich mal, oder nicht sicher zu trinken. Kauf stattdessen abgefülltes Wasser, um gesund zu bleiben. Das waren also meine 10 Dinge, die man in Kuba besser vermeiden sollte. Denkt daran, dass diese Tipps dazu beitragen können, euren Aufenthalt in Kuba angenehmer und respektvoller zu gestalten. Natürlich erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn euch noch weitere Punkte einfallen, die man vor einer Reise nach Kuba wissen sollte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal für mehr informative Inhalte und hinterlasst mir eure Fragen oder Anmerkungen unter den Kommentaren. Danke fürs Schauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Saludos. Ciao.